Hallo, heute möchte ich kurz über das Buch Heimatlos Gedichte sprechen. Dieses kleine Büchlein. Es ist letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, im Edition Assemblage Verlag erschienen. Und von dem Verlag habe ich es auch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Die Gedichte in diesem Buch handeln alle um das Hauptthema Rassismus und Migration, und die sehr vielen AutorInnen erzählen dabei alle aus ihrer eigenen Erfahrung. Schon das titelgebende Wort Heimatlos hat eine interessante Geschichte, die im Vorwort kurz erzählt wird, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Heimatlos bezeichnet in seiner historischen Dimension den Zustand, das Gefühl von geflüchteten Menschen jüdischen Glaubens in die Türkei in den 1930er Jahren. Sie haben ihn in die türkische Sprache eingeführt und Teil derer gemacht. In dem Vorwort wird auch kurz beschrieben, wer die Zielgruppe von diesem Buch ist. Und zwar, nicht nur die Perspektiven der AutorInnen spielen eine Rolle, auch die LeserInnen sollen sich in den lyrischen Texten wiederfinden können. An Tagen, an denen sie mit Alltags, Rassismus konfrontiert sind, das Buch aufschlagen und einen Schutzraum aus Worten, Sätzen, Versen und Räumen finden und gestärkt wieder schließen können. Heimatlos ist politisch, widerständig, gefühlsstark, selbstermächtigend, authentisch und ein neues Zuhause. Also bin ich nicht unbedingt ganz die Zielgruppe von diesem Buch, denn ich brauche in dem Kontext nicht unbedingt einen Schutzraum, und dennoch haben die Gedichte sehr zu mir gesprochen. Gedichte, die mir gefallen, sind oft sehr persönlich. Die AutorInnen berichten von eigenen Erfahrungen, und es ist auch für mich persönlich in dem Sinne, dass ich dort zu den Gedichten einfach einen Zugang finden muss, der anders ist, vielleicht etwas persönlicher als bei langen Texten. Ich muss mehr Wert auf jedes einzelne Wort legen, als ich es bei längeren Texten mache. Und ich war tatsächlich überrascht, wie zugänglich, auf jeden Fall für mich, auf meine Art und Weise, die Gedichte für mich waren. Ich habe jetzt beim Überlegen, was ich zu diesem Buch sagen möchte, so ein bisschen durchgeblättert, und ich habe mir fast zu jedem Gedicht eine positive Anmerkung gemacht und möchte jetzt ein Teilgedicht kurz vortragen, um so ein bisschen zu zeigen, wie Gedichte zum Beispiel sein können. Das ist jetzt überhaupt nicht repräsentativ, sondern einfach eher vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack, was euch erwarten könnte. Das erste Gedicht heißt Zwischen den Stühlen und ist von Shirin Sima Etisadi geschrieben worden. Zwischen den Stühlen entspringt ein Fluss, dessen Leben Schubladen sprengt. It gets better. Von dem zweiten Gedicht möchte ich nur den ersten Absatz vorlesen, weil es ein sehr langes Gedicht ist, was mir sehr gut gefallen hat, aber ich kann nicht so gut Gedichte vortragen, und ich finde, das reicht für einen Vorgeschmack. Das Gedicht heißt Mensch Sternchen und ist von Siham Karimi geschrieben. Ich bin ich mit Sternchen, ein Sternchen am Ende von jedem Wort, manchmal 3, immer ein Erklärungsverweis, noch ein Disclaimer, ein neuer Begriff und noch eine Fußnote mehr. Ich bin das Leerzeichen nach den leeren Kästchen, in jeder Zeile eurer Fragenbögen. In der Regel hört's bei mir auch in der ersten Zeile schon auf. Mann/Frau. Wieso sich kategorisieren? Da ist eh kein Platz. Die Schubladen immer viel zu klein. Auf die Karteikarten passt nie genug rein. Es tut mir etwas leid, dieses Gedicht hier abbrechen zu müssen. Ich fand es richtig gut. In diesen Gedichten erzählen die AutorInnen also von unterschiedlichen Erfahrungen. Zum einen von sich selber, manche auch von ihren Eltern. Und dabei wird viel von Schmerz berichtet, und trotzdem gibt es immer wieder auch Freude an dem eigenen Sein, an der eigenen Identität. Es wird also nichts beschönigt, sondern es wird Raum für diesen Schmerz, der durch Rassismus und Migration entsteht, gegeben, und andere Autoren wiederum wandeln Dinge und entdecken auch Freude für sich. Gedichte zeichnen ja oft auch unterschiedliche Bilder, und die kann ich euch jetzt nicht für jedes Gedicht sagen, weil es einfach sehr unterschiedlich ist. Dieses Buch hat aber auch wirkliche Bilder drin, und zwar als Untertrennung von den Kapiteln. Denn die Gedichte sind thematisch etwas sortiert, und auch diese Bilder haben mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel hier im Regen gefangen
Oder auch sehr schön fand ich dieses Bild. Sternbilder am Himmel. Ihr merkt, diese Kapitel sind nicht eine klinische Benennung, worum es in den Gedichten gehen wird, sondern sie benennen eher ein Gefühl, denn darum geht es viel in den Gedichten einfach. Deswegen fand ich das Ganze sehr passend, eine super schöne Auswahl an Gedichten und sehr schön zusammengestellt mit den Bildern zusammen. Einfach ein richtig schönes Gedichtsband, was ich euch sehr ans Herz legen möchte. Das war ein kurzer Überblick über diesen Gedichtsband. Mich würde interessieren, ob ihr ihn auch gelesen habt und wenn, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Bis bald! Eine Sache, die mir auch sehr gut gefallen hat, habe ich irgendwie vergessen beim Aufnehmen. Und zwar, dass es zu jeder Person, die ein Gedicht beigetragen hat, einen kurzen Text hinten gibt. Ich vermute, dass die autobiografisch sind, weil die sehr persönlich auch geschrieben sind. Leute gehen da nochmal irgendwie auf ihre Person ein, manche auf ihre Karriere, manche einfach nur auf einen Ist-Zustand, sehr unterschiedlich. Hat mir das Buch auch nochmal mehr sympathisch gemacht und die einzelnen Personen da drin auch. Bestimmt 4 Leute, ich wollte es nochmal nachsehen, habe ich jetzt nicht. Einige Leute haben geschrieben, dass sie an einem Roman schreiben und ich habe mir ihren Namen notiert. Ich werde immer mal wieder checken, wie es um den Roman steht. Ich bin gespannt. Genau, das ein Punkt, der mir an diesem Buch noch gefallen hat, den ich irgendwie vergessen hatte. Ciao.